Freunde, ich müsste eigentlich eine Herzewette einschmeißen, denn ich bin übelst aufgeregt. Denn für mich präsentiere ich euch heute das Set des Jahres von Kobi. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, es ist soweit. Die zwei Opel, die teasern es schon an und das Cuttermesser, dann wisst ihr immer, es wird ein Karton aufgemacht und zwar ein Umkarton. Aber was schwafel ich hier rum? Liegt vielleicht daran, dass ich aufgeregt bin wie Bolle. Mein Herzschlag ist bei 200 PS. Freunde, ich präsentiere euch heute für mich wirklich das Set des Jahres von Kobi, die schwarze Witwe, den Opel Rekord C in der Limited Edition. Und ich habe hier ein schönes Nümmerchen bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist. Die 13. Es war auch die Trikotnummer beim Fußball. Da saß ich zwar oft auf der Ersatzbank, aber egal. Die 13 ist für mich persönlich wirklich eine Glückszahl. Die 3 nicht und andere Primzahlen, aber die 13 mag ich richtig. Aber schwafeln wir nicht um die 13 rum. Freunde, ich will dieses Fahrzeug auspacken. 2300 Teile, viel schwarz von Kobi. Freunde, ich habe richtig Bock. Ja, Freunde, da haben wir den Karton mit der 13, die 24332, der Opel C-Rekord Schwarze Witwe in der Limited Edition im wunderschönen Transportkarton. Ich schneide es gleich mal hier auf. Ich kann es kaum erwarten, diesen Karton euch zu zeigen. Ich habe heute wirklich die ganze Zeit vor der Klingel, vor der Haustür gesessen, da ich auf den UPS-Mann gewartet habe. Und jetzt versuchen wir es hier schnell aufzuschneiden, denn es ist ja immer ein doppeltes Unboxing, weil ich ja nochmal gleich den anderen Karton auch aufmache. So, zack, zack und oh, Freunde, Lizenzprodukt Opel, schaut euch das an. Ich habe wirklich übelste Gänsehaut. Und jetzt hier, tada, oh, was ein geiler Karton, was ein geiler Karton, Freunde. Und pickepacke voll, hoch, also Hand hoch. Nein, Quatsch, meine Hände sind kleiner, ich hoffe, ihr könnt das sehen. 2300 Steinchen, Opel Rekord C, schwarze Witwe und man fühlt richtig hier den Lack. Ein toller Karton, Kobi. Also das ist so, ja, das kenne ich sonst nur von manchen chinesischen Herstellern. Hier normaler Druck und hier oben Lack drauf. Hammer. Also, Product Under License von der Adam Opel AG Limited Edition. Ich habe es euch ja schon gesagt, 24332 und Maßstab 1:12. Schauen wir uns halt nochmal kurz die Ober- und Unterseite an. Die habe ich euch ja schon kurz gezeigt. Dann sehen wir hier das Fahrzeug nochmal in seiner vollen Pracht. Man könnte echt meinen, es wäre gemacht für einen Borussia Dortmund oder Dynamo Dresden bzw. Alemannia Aachen-Fan. Hier sehen wir auch ein paar Highlights, die dieses Fahrzeug hat. Motorhaube und so weiter. Und die Rückseite. Wow, richtig cool. Und wie gesagt, es fühlt sich richtig gut an und da richtig schöne gelaserte Plate. Die haben wir ja hier. Das Modell wird 38 cm lang sein, hier steht es, und 16 cm breit und 11 cm hoch. Die Fakten, die bekommt ihr von mir natürlich im Speedbild. Das ist ja normal und jetzt schneiden wir das Kartönchen mal auf. Hier ganz untypisch mit Klebestreifen, aber bei der Größe ist das, glaube ich, normal. Da, zack. Und da ist es sogar schon auf, weil der Karton so pickepacke voll ist. Ihr wisst ja, Karton aufmachen bei Limited Edition und das war's. Und wir sehen hier am 25.11. Krass, also wirklich druckfrisch. Und schaut mal, was da rauskommt. Wow! Der Karton geht an die Seite. Gruß an die Nachbarn. Wir haben hier, das müsste eine 16x16er Plate sein. Ein bisschen gebogen, aber glänzt. Typisch Kobi, schön schwarz. Boah, wir haben eine große Anleitung. Buff. Die zweite große Anleitung, leider, Kobi, ein bisschen damaged. Das finde ich nicht gut bei der Limited. Dann haben wir hier noch mehr, Fliesen, liegen einfach so drin rum. Müssten 6x12er sein. Ja, 6x12er. Sind nicht, ja, sind ein bisschen zerkratzt. Aber schade, Kobi, dass ihr es einfach so da reinballert. Dann halt hier die 16x16. Und dann hier 16 mal, das müsste ich rechnen, 12 auch wieder. So. Geht an die Seite und dann haben wir 1, 2, 3, 6, 5, 7, 4. Wir haben
8 Bautüten und das Wichtigste, und das ist heile geblieben, mein Zertifikat mit der 13. Und ich glaube, dieses Mal werde ich mir es wirklich einrahmen und in die Wohnung hängen, weil es ganz lustig ist, denn ich bin ja eigentlich ein VW-Mensch und damit werde ich jeden schocken, der hier in meine Wohnung kommt. Und auch dieses Fahrzeug wird nicht irgendwo verstaut, das wird wirklich irgendwo einen Dauerplatz im Regal bekommen. Die Kamerafrau hinter der Kamera runzelt schon die Stirn und verdreht die Augen. Nein, Freunde, ich habe richtig Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf dieses Fahrzeug. Und deswegen euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir viel Spaß jetzt beim Bauen. Hammer. Halt, Freunde, ich bin so aufgeregt, ich habe euch gar nicht die Anleitung gezeigt. Oh, wir teilen wie Moses die Tüten. Wir müssen ja die Anleitung uns angucken. Bitte verzeiht, ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Wir haben hier 2 Hefte. Ich sehe jetzt gar nicht hier auf den ersten Blick. Doch, da 1 und 2, also schön römisch. DIN A4 groß, Klammer gebunden, beide und beide wirklich sehr, sehr breit. Wir haben wieder, ihr kennt das Zwiebel, Captain Planet, der Mann, der Pfeile schießt, der Löwe und so weiter. Wir sehen hier in diesem Heft haben wir die Bautüten 1 bis 4, da 5 bis 8. Wir sehen die verschiedenen Slopes, Schläuche und auch Wedges. Ne, Wedges haben wir keine, aber wir sehen halt hier die verschiedenen Winkel der Steinchen, immer schön nummeriert. Kubi-Anleitungen sind ja immer die, dass wir, was gebaut ist, ausgegraut angezeigt bekommen und Pfeile weisen uns den Weg. Jetzt schaue ich nochmal, ob wir irgendwo eine Legende haben. Ja, wir haben hier schöne Noppen, diese berühmten Bügelperlen, das meine ich mit diesem Aufbügelperl-Steckerstab, den wir bei Kobi bei den Panzern oft ja auch als Rohre haben. Das ist eine typische Kobi-Eigenheit. So, Freunde, bitte, ich bin wirklich echt aufgeregt. Das kann ich euch kaum sagen. Ich suche hier eine Legende. Da sehen wir alles bedruckt. Ne? Stand hier auf dem Karton. Hier sehen wir da eine Legende, wo wir das Teil anlegen und sehen, aha, es ist ein 1x6er oder 1x5er. Schauen wir nochmal, ob es hier auf der Rückseite Werbung gibt. Ja, hat Kobi auch nicht gegeizt. Ein bisschen was für uns noch drauf zu drücken. Die Maserati, wo ja auch Kobi die Lizenz hat. Die Titanic, Kobis quasi ihr erster großer Wurf in dem Sinne für den Massenmarkt. Und der Trabant sowie die Barkas. Trabant habt ihr vielleicht schon bei einigen auf YouTube-Kanälen gesehen. Die Barkas werde ich irgendwann auch nochmal vorstellen, was da auch tolle Sachen zu erzählen gibt. So, schauen wir uns die andere Anleitung an. Da ist genau das gleiche. Wie gesagt, 5 bis 8. Und hier ist ja auch nur interessant, dass wir hier hinten, oh, wir haben wirklich, das ist schade. Wir haben 494 Bauschritte, bis wir mit dem Set fertig sind. Das ist dann die Grundplatte. Ihr seht es hier, denn das ist ja das Schöne bei dieser Edition, dass das Fahrzeug auf die Grundplatte kommt. Und da sehen wir das fertige Fahrzeug und dann die Grundplatte. Die letzten Seiten hier die Teileübersicht und ja, für mich schlecht. Hier Werbung, aber leider eingerissen. Ob ich da was mache, mal schauen. Ja, schöne Flieger stelle ich euch alle noch vor und auch ein paar Schiffchen und die stelle ich euch auch teilweise alle vor. Und ein paar habe ich euch schon vorgestellt, wie zum Beispiel hier die F18. Video dazu natürlich oben im i oder auf dem i in der Ecke. So, hier noch ein paar Fahrzeuge. Die beiden habe ich auch, stelle ich euch noch vor. Da gibt es auch ein Video zu, beziehungsweise zu dem auch i oben in der Ecke findbar. Und jetzt atme ich durch, trinke einen Tee und dann baue ich die schwarze Witwe von Kobi, den Opel Rekord C. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Opel Rekord C, das Produkt aus dem Hause Adam Opel aus damals auf jeden Fall noch fast 100% Rüsselsheim. Die Konzeptentwicklung des Rekord C begann 1963. Hans Mersheimer, der bis 1967 Chefingenieur und technischer Leiter der Adam Opel AG war, gab die Richtlinie vor. Wegen des charakteristischen, von manchen Liebhabern als erotisch bezeichneten Hüftschwungs im Heckbereich, der mit den Rundungen einer liegenden Coke-Flasche vergleichbar ist, wurde der Rekord C als Coke Bottle bekannt, also Coca-Cola-Flaschen-Rekord. Als Orientierungspunkt für die Gestaltung hatte General Motors die Chevrolet Chevelle vorgegeben. Parallel dazu gab es Modellentwürfe des Rekord C ohne diesen Hüftschwung, wegen der Befürchtung, dass eine solche Karosserieform beim deutschen konservativen Publikum nicht ankomme. Tatsächlich polarisierte das Design.
Im damaligen Spiegel-Magazin wurden verschiedene spöttische Bezeichnungen für den Hüftschwung US-amerikanischer Wagen aufgezählt. Die Fachzeitschrift Kraftfahrzeugtechnik, die übrigens 1999 eingestellt wurde, wertete am Rekord C, dass er unmotiviert sei. Also das Design des Rekord C als Limousine wäre unmotiviert. Doch schon der Opel Kadett B hatte einen leichten Hüftschwung und fiel beim Publikum deshalb keineswegs durch. Versuche von Ford, diesem Design zu folgen, waren in der Umsetzung weniger gelungen. Siehe hier zum Beispiel den Ford P7. Nachdem der Ford P5, den mein Vater übrigens gefahren hat, den bisherigen Opel-Rekord, also AB, in der Zulassungsstatistik überholt hatte, war der Rekord C nun das erfolgreichste Rekordmodell. Opel überschritt mit ihm zum ersten Mal die Millionengrenze. 1,274362 Fahrzeuge wurden bis Januar 1972 gebaut. Als 10 Millionstes Opel-Automobil seit Beginn der Autoherstellung 1899 lief in Rüsselsheim im September 1971 ein Rekord C Caravan vom Band. Am Fahrwerk des Rekord C brachte eine neue schraubengefederte Hinterachse eine wesentliche technische Verbesserung. Aber Freunde, ich wollte mit euch gar nicht so viel über den Rekord C an sich reden, denn wir haben ja hier die Schwarze Witwe und eigentlich müssen wir uns ja die Geschichte oder der Geschichte widmen, die dieses Fahrzeug uns hier bietet. Und diese Geschichte beginnt 1967. 2 Jahre zuvor hatte GM beschlossen, einen Europäer von Detroit nach Rüsselsheim zu schicken, um das Forschungsstudio bei Opel zu leiten. Anatole Karl Lapine oder Lapine, ich weiß es nicht so genau, wie man es ausspricht, gebürtiger Lette, ist da 35, hat Krieg, Flucht, Armut, aber auch den amerikanischen Dream of Life erlebt. In den 5 Jahren, die er bleibt, bis er als Designchef zu Porsche wechselt, bringt Lapine mit seinem Team unter anderem den Opel GT zur Serienreife. In versteckten Räumen entstehen zudem Projekte, die viel zu wichtig sind, als dass die Geschäftsführung je von ihnen wissen müsste. Obwohl GM jede Art von Rennaktivität verbietet, den Amerikanern war aufgefallen, dass es dabei auch zu Unfällen und Verletzungen kommen kann, lässt Lapine einen Opel Rekord C zum Renntourenwagen nach dem Reglement der Gruppe 5 aufbauen. Den Motor des in taxischwarz lackierten Zweitürers frisieren die Techniker auf 200 Pferdestärken. Sie verstärken Viergangbox und Kupplung, optimieren das Fahrwerk mit einer Zusatzführung für die Hinterachse. Durch eine x-förmige Konstruktion, in deren Kreuzpunkt ein Gelenk sitzt, ist sie zusätzlich mit der Karosserie verbunden, was die Seitenneigung reduziert. Der junge Erich Bitter, den wir kennen von Bitter Automobile, fährt mit dem Rennrekord beim Saisonfinale der Gruppe 5 in Hockenheim zwar nicht ganz nach vorn, begeistert mit einer spektakulären Der junge Erich Bitter, den wir von Bitter Automobile kennen, also quasi auch ein deutscher Automobilpionier irgendwie, gerade was Rennsport angeht, fährt mit dem Rennrekord beim Saisonfinale der Gruppe 5 in Hockenheim zwar nicht ganz nach vorn, begeistert aber mit seiner spektakulären Aufholjagd die Fans auch für den Opel-Rekord, den Lapine hier Schwarze Witwe taucht. Als die immer populärer wird, wollen die Opel-Chefs wissen, was es mit diesem Rennwagen Opel Rekord C auf sich hat. Der Rekord muss weg. Kurt Bergmann holt ihn für sein Rennteam nach Österreich. Dort wird ihn 1969 auf den Flugplatzrennen in Thun Langenlelbarn, so heißt das, noch ein aufstrebender junger Österreicher namens Niki Lauda fahren. Bald danach verliert sich die Spur des Wagens. Aber Freunde, nicht wirklich, denn ich habe das Fahrzeug hier ja gebaut und euch jetzt viel Spaß bei der Schwarzen Witwe, den Opel Rekord C von Adam Opel, beziehungsweise hier von meinem Lieblingsklemmbaustein-Hersteller Kobi. Freunde, ein Traum im lebensbejahenden Schwarz, 2300 Steinchen, ein paar Fettflecken und 7 Stunden später. Vorweg wirklich, man sieht an diesem Fahrzeug jeden Dacia, die Fliesen nehmen wirklich das körpereigene Fett, den Talg so gerne auf. Also wirklich ein Staubfänger par excellence. Hier bei mir kommt erschwerend hinzu, dass mein Vlies auch noch gerne ein paar Fussel abgibt. Deswegen habe ich hier ein paar Fussel mit eingebaut. Nichtsdestotrotz ein richtig tolles Fahrzeug. Mit Schwächen, das Bauen hat mir aber durch die Bank weg Spaß gemacht, wenn es nicht eine Sache gäbe, die an diesem Fahrzeug wirklich blöd ist.
es ist alles schwarz. Wir haben nur eine Handvoll Steine, die farbig sind, aber ich meine, das Ding heißt ja schwarze Witwe, also gibt es ja eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen. Und Kobi hat hier auch nicht viel anders machen können bei vielen Bautechniken, als es auch so schwarz zu lassen. Vielleicht hätte man die Baseplate anders machen können, die ich übrigens sehr gelungen finde. Sie ist nämlich null verbogen, wie das vielleicht bei anderen Herstellern wäre, wenn man sie bauen würde. Ja, das wäre es vielleicht. Vielleicht die in Grau oder sowas, das wäre noch was gewesen. Trotzdem ist das hier wirklich für mich ein tolles Set. Es hat Schwächen, aber darauf gehen wir jetzt gleich einmal an. Ich nehme das Fahrzeug jetzt erst einmal in die Hand, das kann man, und dann zeige ich es euch. Ich muss es euch ein bisschen in die Kamera halten, weil ihr guckt ja hier bei meiner Art, wie ich filme, immer drauf. So, wir nehmen es ab. Und da seht ihr auch die Technik. Gut, ihr habt vielleicht es beim Speedbuild auch gesehen. Wir haben hier diese offenen 1x2er Bricks, diese typischen von Kobi. Da packen wir die Bügelperlen ein und diese runden Zylinder, die wir auch vom Fahrwerk kennen, vom Sherman, den ich euch schon vorgestellt habe. Und da noppen wir das Fahrzeug auf. Ich zeige es euch gleich von der Unterseite. Und hier seht ihr das schöne Schild Opel Rekord C mit der 13 meiner Nummer. Und ihr seht auch wahrscheinlich die ganzen Fetttoucher, meine ganzen Fingerchen. Das ist wirklich nicht so schön. Da muss man irgendwie drüber mit Alkohol oder sowas das abwischen. Das ist blöd. Aber das hat das Set generell das Problem. Aber da rege ich mich nicht drüber auf. Ein bisschen gebogen ist es, das bleibt nicht aus. Das kann man vielleicht sehen hier. Trotzdem, wenn es steht und gerade hier bei mir und das Fahrzeug drauf ist, ist das wirklich hier kein Bumerang, keine Banane, dann ist es eine solide Plate. Und wie gesagt, diese Art und Weise, wie das hier Kobi macht, gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, ob es beim Trabant auch so war, aber hier ist richtig cool. Und fangen wir auch gleich damit an. Da zeige ich euch das Fahrzeug nämlich hier einmal von unten. Dann sieht man, wie sich Kobi das gedacht hat. Tatada, vorsichtig. Man sieht nämlich hier diese offenen, ja, Brick Modified nenne ich sie auch mal. In die noppen wir es dann rein, das Fahrzeug, stecken es drauf, deswegen auch nur abgerundet und dann passt das. Richtig nice ist diese Abgasanlage, aber wir sehen hier auch schon einen Punkt, der mir nicht gefällt. Ich weiß nicht warum, ob ich mich verbaut habe oder so. Die Vorderräder stehen weiter raus als die Hinterräder. Ich weiß nicht, ob ich mich hier vertan habe, aber ich glaube nicht, weil ich kann diese Steine gar nicht anders. Diese Steine, die wir auch schon kennen vom Mähdrescher bei Kobi, halt diese Achsaufnahmen, eigentlich gar nicht anders anbauen. Trotzdem stehen die Räder hier weiter raus als hinten. Eigentlich kennt man das ja bei Sportwagen eher hinten. Außerdem musste ich auch hier ein bisschen gegendrücken, damit ich die Achse drauf kriege. Trotzdem ein schöner, glatter, cleaner Untergrund. Hier hinten auch mit dem, ich glaube, Reserveradmulde wäre das oder Ölwanne oder so. Richtig, richtig nice. Aber dann, Freunde, das Wichtigste ist doch immer, wie bei einer Frau auch, wenn man ein Fahrzeug von vorne sich anguckt, wenn wir dem Fahrzeug in die Augen schauen. Und schaut mal. Richtig cool. Und das Tolle ist, dass dieser Kühlergrill bedruckt ist und auch schon teilweise zusammengebaut in den Tüten lag. Generell sind die Drucke alle cool. Ein bisschen ist schade, dass die Farbe hier, dieses ja sehr massive Gelb, ein bisschen von den Gelb von den Felgen abweicht. Auf dem Karton, ich hole ihn mal, oder hier auf dem Zertifikat, sieht das alles wie ein gleiches Gelb aus. Da seht ihr es. Aber das lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen mit dem Kunststoff. Also, jetzt haben wir es von vorne gesehen, richtig schön. Jetzt hier mal von der Seite mit dem Türgriff, auch richtig nice. Die Rundungen, die ja, habt ihr ja in den Speedbuild-Fakten gehört. Coca-Cola-Bottle so ein bisschen. Wir haben hier das glatte, die Kofferraumklappe auch wieder bedruckt. Hier schön mit dem Opel. Und ich weiß nicht, ob ihr an der Seite hier gesehen habt. Schön Rekord, da steht es. Und hier hinten halt auch nochmal das Opel-Logo. Richtig nice. Und hier haben wir nur einen Rückspiegel. Das war damals ja auch nur so. Und gerade hier bei so einem Gruppe 5 Tourenwagen braucht ja eh nur der Fahrer einen Rückspiegel. Mehr ist ja nicht dabei. Die Sitze sind ganz cool, aber da kommen wir gleich zu. Also, ist richtig nice. Auch hier die Linie, das gefällt mir. Schade halt, wie gesagt, wenn man es anlangt, sieht man gleich Dacia. So, Freunde, das Wichtigste natürlich hier die Motorhaube. Die können wir aufmachen und ich habe den Motorhaubenträger. Ne, gar nicht wahr. Ich habe hier die Fliese schön versetzt. Da seht ihr aber auch die Bautechnik. Hier sogar mit einem Leuchtstein, also mit diesem Glow in the Dark, schön versetzt. Hier haben wir auch die Motorhaubenarretierung, können wir so reinmachen.
richtig nice. Aber ich muss es jetzt ein bisschen so überbiegen und dies auch mal abmachen, damit ihr in den Motorraum reingucken könnt. Die 200 PS sieht man richtig schön, die Schläuche, die Zylinder, also richtig Spaß gemacht hat, das zu bauen. Und was jetzt keinen Spaß macht, ist es für euch wieder auseinanderzunehmen, denn ich möchte euch einen Innenraum zeigen und den kann ich euch nicht anders zeigen, als wenn ich ein bisschen am Fahrzeug herum zerstöre. So, das geht wieder rein. Ihr seht, hier ist die Mulde. Da, das ist ein bisschen immer, muss man so passen, so. Und dann zack, zack. Jetzt muss ich das Dach abnehmen, denn sonst könnt ihr nicht reingucken. Das geht aber ganz gut. Das sind hier solche Balljoints. Zack, zack. Also ich zerstöre es jetzt mit Absicht für euch, damit wir reingucken können. Denn das Schwarz, das ist halt blöd hier. Ne? So, schwarz in schwarz, sage ich euch. Da seht ihr die beiden Sitze schön gebaut, nicht zum Umklappen, das ist klar. Das sind irgendwelche Recaro-Rennsitze, so Hartschalen, richtig cool. Wir haben hier das Armaturenbrett, wir haben hier den Drehzahlmesser, richtig nice. Aber wir haben hier auch eine Schwäche, wir haben nämlich hier die Lenkung, wobei nice ist wieder das alte Opel-Zeichen bedruckt hier auf dem Lenkrad, auf der Narbe. Was aber scheiße ist, wirklich, muss ich echt sagen, das darf man bei YouTube gar nicht sagen, ist die Lenkung. Erstmal labbert das Lenkrad hier total und die Lenkung geht hier zwar ganz nice, aber wenn ich das Fahrzeug hier hinstelle und schieben und lenken will, dann geht es nicht. Ihr seht es, das geht gar nicht. Hoch geht es wieder, aber beim Schieben geht es nicht. Vielleicht habe ich mich da auch verbaut, glaube ich eigentlich aber nicht. Wir haben hier den Schaltknüppel für die, glaube ich, Haarschaltung. Hier unten drin, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich versuche immer die Tür aufzumachen, dann seht ihr es vielleicht, hat man die Pedale. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist das Problem mit dem Schwarz, da kann man es nicht gut erkennen. Egal, was aber nice ist hier, ist der Feuerlöscher. Und ein weiterer Schwachpunkt, ihr habt es gerade gesehen, ist die Aufhängung der Türen. Also ich habe das nicht mit Absicht kaputt gemacht, sondern die Türen sind wirklich sehr, sehr, ja, jetzt würde ich fast sagen, billo aufgehangen. Wenn man sie anfasst, gehen sie immer leicht kaputt. Ihr seht es, sie hält eigentlich nur hier an 2 bzw. 4 Noppen hier so dran. Und man kommt da immer gegen, wenn man das Fahrzeug in der Hand hat und dann fällt die Tür ab. So, ich baue es euch wieder zusammen. Und schon fällt alles auseinander. Das Modell hat halt an den Türen wirklich seine Schwächen. So, jetzt muss ich aber hier wieder... So, ihr seht, hier würde wieder abbrechen, wenn ich mich anstrengen würde. So, hinten schön sieht man aber hier auch die Radkästen schön mit solchen Formteilen. Wir sehen auch schön hier die Verstrebungen und wir sehen hier Schläuche. Das ist das, was hier so abgegangen ist. Das ist der angedeutete Überrollkäfig. Den hat Kobi gelöst, halt hier mit diesen Schläuchen, die wir von Lego kennen, früher von Classic Space oder beim Leopard Panzer hinten auch. Ja, das Dach baue ich gleich wieder zusammen. Ich will euch noch eine Sache zeigen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und das ist an den Rädern hier, sind es die Radmuttern. Jedes Rad hat 4 Radmuttern, Radschrauben. Das gefällt mir richtig gut. Und wir haben noch nicht in den Kofferraum geguckt. Auch ganz nice. Quasi hier, ich weiß gar nicht, bei BMW sind es ja immer die Reparaturkästen. Wobei, ich weiß nicht, was da drin lag. Das Blaue, richtig cool. Und irgendwas klimpert jetzt hier. Das ist noch ein Teil. Das kommt auch noch hier zum Dach. Ja, Freunde, ein richtig cooles Fahrzeug. Wie gesagt, 7 Stunden Bauspaß. Die Schwächen sind halt die Lenkung, das sind die Türen. Es ist vielleicht dieser Überrollkäfig mit den Schläuchen, aber dafür haben wir zum Bauen sogar so eine Arretierhilfe bauen müssen. Und wir haben auch eine ganze Menge Steine über, wobei ich das bei dem Preis eigentlich auch ganz sinnig finde, dass ein bisschen was für die Sammlung überbleibt. Ja, jetzt schaue ich, wie ich hier das Dach wieder zusammenfriemele und dann sehen wir uns gleich wieder, schauen uns in die Augen und fasern noch zum Abschluss ein bisschen über Opel. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende, aber ich kann nur bedingt sagen leider, denn ich habe ja 7 Stunden an diesem Fahrzeug gebaut, hatte also eine Menge Bauspaß, auch wenn mich hier 1, 2 Punkte stören, die Lenkung und so weiter, habe ich euch ja gesagt. Aber das Fahrzeug wird ja eh nicht von seinem Podest hier runtergenommen und damit rumgecruised, deswegen ist es okay. Und das mit den Rädern, dass die so weit rausstehen, da habe ich vielleicht selber ein Problem oder habe mich da verbaut, da muss ich nochmal nachschauen. Ein Problem habe ich noch, und zwar, das ist ein bisschen der Umweltaspekt, weil, wenn ich mal gucke, der Umkarton hier,
Der ist komplett voll bis oben hin mit dem Plastik. Ich weiß nicht, ob Kobi da noch ein bisschen was machen kann. Ich will jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, denn schließlich haben wir hier auch in Form gepressten Dinosauriersaft benutzt, um das Set zu bauen. Trotzdem kann man da vielleicht noch irgendwas machen. Das Set ist eh schon relativ hochpreisig. Vielleicht könnte man dann ein bisschen den Plastikmüll reduzieren. Also wenn 5 Euro dafür bleiben würden. Aber da bin ich, wie gesagt, nicht der Fachmann. Schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und ich will euch das Fahrzeug noch mal ganz kurz in die Kamera halten, denn es ist wirklich ein Prachtstück, trotz seiner Schwächen, trotz dem vielen Schwarz, trotz der vielen Fettflecken, trotz des blöden Überrollkäfigs und trotz des Lenkrades, das eigentlich mehr ein Ausschlagrad ist es ein cooles Fahrzeug, das auffällt. Vielleicht auch, weil es so ein schwarzes, böses Biest ist. Mir gefällt es richtig gut und es hat mir richtig Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Ich habe wirklich gebaut und habe irgendwann gemerkt, so, es ist ja 4 Uhr nachts und das in der Woche. Also dieses Fahrzeug hat mir richtig, Nerven gekostet im positiven Sinne, Schlaf geraubt auch im positiven Sinne und ich bin froh, das jetzt hier gebaut zu haben. Ob ich es als hätte Limited Edition haben müssen, ist eine andere Frage natürlich, ne? Aber es ist halt wie es ist. Manchmal ist man vom Starter haben will. Ja, hier die Türen sind immer noch ein bisschen blöd, aber auch hier wahrscheinlich packe ich es einfach irgendwie so hin, so und dann war es das. Nicht mehr anlangen. Steinequalität wie immer natürlich sehr gut. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung. Was haltet ihr erstmal von der Opel-Lizenz bei Kobi? Wir haben ja jetzt schon hier die Opel Blitze gehabt. Da weiß ich allerdings nicht, ob es da schon oder ob man für diese Fahrzeuge eine richtige Lizenz bräuchte. Hier haben wir jetzt ein Lizenzprodukt. Kommt da noch was? Ein Opel Manta in 1:12. Das wäre doch Hammer. Schreibt mir bitte mal einfach eure Meinungen, eure Gedanken zu diesem Fahrzeug unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich wieder bedanken, wenn ihr vielleicht dieses Video Richtung Kobi teilen könntet. Denn ihr wisst ja, ich möchte gerne für euch Kobi-Expert werden. Ich glaube, es gibt noch keinen Kobi-Expert aus Deutschland, damit ich für euch immer ganz nah am Puls der Zeit in Mielec bin. So, Freunde, ich packe mich jetzt träumerisch in dieses Fahrzeug und drehe ein paar Runden, gebe Gas. Es ist schon ein cooles schwarzes Biest. Halt die schwarze Witwe von Opel, der Opel Rekord C. In diesem Sinne, Freunde, allzeit gute Fahrt. Ich hoffe, ihr habt Winterreifen drauf. Ich hoffe auch, ihr bleibt gesund. Ich hoffe auch, ihr habt in Zukunft Spaß an meinen Videos und an Kobi. Würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und die Glocke läuten würdet, damit ich hier wieder solche schönen Sets für euch präsentieren kann. Und dann, wie immer, auf Wiederbauen, meine Freunde, euer Freund der Blockstar.